This is Richard Gwynn with the BBC News. The Iraqi leader Saddam Hussein has repeated his defiant stance on the Gulf crisis. In a television message read by a newsreader, he accused the Americans of violating Arab sacred places and said they would not be surrendered by the Iraqis. Earlier, the Iraqi information minister said his country was fully prepared for a confrontation and, as he put it, for crushing evil heads. From Baghdad, here's Bob Simpson. The chilling words from the information minister, Latif Jassim, were simply, "We are not looking for new initiatives." He'd been asked if there might be yet another. He went on to say that Iraq was fully prepared for a confrontation and, as he put it, for crushing evil heads. I want Saddam Hussein to know that the Labour Party is impregnable in its support for the United Nations. That the United Nations demands that Saddam Hussein leaves Kuwait. And that leave Kuwait, Saddam Hussein will. I pray that he leaves Kuwait peacefully. Putin hat ja gestern und vorgestern die Front besucht. Er ist 2 Tage lang mit den Soldaten zusammen gewesen. Ich glaube, das war auch nochmal eine symbolische Aktion. Er wollte zeigen, wie orientiert er auf den Krieg jetzt ist. In den Zeitungen des Landes wird ja gesagt, wir sagen mit lauter Stimme, diese Generation wird Palästina befreien und Jerusalem retten. Genauso wie wir es mit Kuwait gemacht haben. Heute hat die Militärzeitung Palästina wieder geschrieben, das Land verfüge über geheime Wunderwaffen. Das sind vielleicht Maßnahmen, mit denen das Abrückeln der Massenunterstützung aufgehalten werden kann. Es hat heute Abend auch eine Sitzung des obersten Kommandorates gegeben. Welche Beschlüsse gefasst wurden, ist noch nicht bekannt. Aber ich glaube nicht, dass die irakische Führung in den kommenden Stunden eintritt. Vielen Dank, Universität Nella Amman. Vor einer halben Stunde, meine Damen und Herren, hatten wir Gelegenheit, mit unserem Korrespondenten Peter Philipp in Jerusalem zu sprechen. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie der Tag in Jerusalem verlaufen ist. Der Tag in Jerusalem war eigentlich merkwürdig, denn nachdem das Ultimatum verstrichen war, spielte sich hier eigentlich in den ersten Stunden des Tages ein sehr normaler Tag ab, obwohl es etwas Anfangsschwierigkeiten gab. Die Schulen waren geschlossen worden, die Kinder waren zu Hause geblieben, die Mütter mussten zu Hause bleiben, um sich um die Kinder zu kümmern und viele Geschäfte konnten deswegen nur erst später aufmachen, weil Verkäuferinnen nicht rechtzeitig kamen. Aber so mit der Zeit lief dann der Tag eigentlich ganz normal und streckenweise schienen die Leute fast verdrängt zu haben, dass das Ultimatum verstrichen war und nichts geschehen war. Aber dann in den Nachmittagsstunden begann die Spannung dann doch wieder etwas zu steigen, denn plötzlich besann man sich wieder überall der Tatsache, dass alle Experten sagen, dass ein Angriff der Amerikaner vermutlich in der Nacht stattfinden wird und die Nacht rückt näher und diese Nacht könnte die Nacht sein. Niemand weiß es natürlich, aber dann kommen noch die Warnungen dazu, die Warnungen von Ministerpräsident Shamir zum Beispiel, der sagt, die Gefahr des Krieges sei enorm gestiegen und er hat wiederholt, Israel werde keinen Präventivschlag führen, aber sollte es angegriffen werden, das ist zwar nicht neu, aber er hat es wiederholt, dann werde Israel zurückschlagen und zwar mit aller Härte. Israelische Militärs gleichzeitig betonen, man sei gerüstet auf alle Eventualitäten, man sei besser gerüstet als auf frühere Kriege, aber trotzdem ist man weiterhin eben beunruhigt in der Bevölkerung, besonders jetzt, wo man weiß, das Ultimatum ist verstrichen und jetzt könnte jede Nacht die Nacht sein. Dass der Irak einen Krieg mit biologischen, chemischen und vielleicht auch atomaren Waffen überhaupt führen kann, daran haben deutsche Firmen kräftig mitgearbeitet und mitverdient und sie tun es wohl auch jetzt noch. Rund 80 deutsche Unternehmen stehen derzeit im Verdacht, gegen das Irak-Embargo verstoßen zu haben. Eine der großen Fernsehstationen hält seine Nachrichtenredaktion jetzt rund um die Uhr besetzt, um dem Nachrichtenkanal von CNN Parodie bieten zu können. Die großen amerikanischen Fernsehanstalten insgesamt sollen 350 Journalisten und Techniker in die gesamte Golfregion entsandt haben. Es könnte dies der erste Krieg werden, der mehr oder weniger direkt übertragen werden könnte. Deutliche Worte richtete der türkische Staatspräsident an die Regierung in Bagdad. Sollte Saddam einen Krieg provozieren, werde der Irak in wenigen Tagen dem Erdboden gleichgemacht werden. Auch wenn der Irak die stärkste Militärmacht der Region sei, die Zerstörungskraft der Waffen des Westens sei gewaltig. Und weiter meinte Özal, die Türkei werde mit Allahs Hilfe aus diesem Konflikt als eine starke Nation hervorgehen.
Es ist unverkennbar, dass der Staatspräsident der Türkei an die Zeit nach Saddam denkt und damit auch an die künftigen Machtverhältnisse in der Region des Mittleren Ostens. Özal betonte, er werde niemals zulassen, dass Iran oder Syrien in den Irak einmarschierten oder dass im Norden des Irak ein unabhängiger kurdischer Staat entstehe. Ganz offensichtlich will Özal sich deshalb an einem Krieg direkt beteiligen, weil er nach der erwarteten Zerschlagung von Saddams Regime am Verhandlungstisch der Siegermächte mit dabei sitzen möchte. Hans-Peter Gerner aus Bahrain. Noch ehe die diplomatische Maschinerie heute Morgen um 8 Uhr nach östlicher Ortszeit erwartungsgemäß zum Stehen kam, hatte sich das Gros der amerikanischen Urlauber aus der weltoffenen Bahrain-Hauptstadt Manama wieder zum Dienst in der Wüstenfestung Saudi-Arabien zurückgemeldet. Wann die multinationalen Streitkräfte allerdings losschlagen werden, hängt von der Entscheidung des amerikanischen Präsidenten ab und ist zur Stunde noch offen. Um die Vorteile ihrer elektronischen Leit- und ihrer infraroten Sichtgeräte auszunützen, werden sie mit aller Wahrscheinlichkeit jedoch in einer der kommenden Nächte ihren ersten Angriff führen. Die Vereinigten Staaten haben einen zweiten Flugzeugträger in der Golfregion stationiert. Krieg vor Irak, aber wir haben auch noch Verkehrshinweise, 0 Uhr 44. HR3 Radios. Die amerikanische Fernsehstation CNN hat es vor einigen Minuten gemeldet. Luftabwehrgeschützfeuer über Bagdad. Telefonisch verbunden bin ich mit meinem Kollegen Ulrich Tilgner in Jordanien, in Amman. Was weiß man über diese Ereignisse in Bagdad bei Ihnen in Jordanien? Bisher weiß man noch nichts Genaues, aber es ist ganz offensichtlich so gewesen, dass die amerikanischen Fernsehgesellschaften, die ja noch bis spät in die Nacht hinein übertragen, wegen des Zeitunterschieds, und zwar CNN und ABS, gemeldet haben, dass es ein erhebliches und schweres Luftabwehrfeuer über Bagdad gibt. Der ganze Himmel sei erleuchtet von weißen Geschossen, die Schüsse würden überall erfolgen, aber bis jetzt ist noch nicht klar, ob es tatsächlich um den Angriff, den die Iraker erwartet haben, sich handelt, oder ob es nur ein Luftabwehrgefeuer ist, was möglicherweise aufgrund eines Irrtums entstanden ist, oder was gar nur eine Übung sein könnte. Das weiß man nicht. Aber Tatsache ist, dass in der gesamten Stadt Bagdad Luftabwehrgeschütze hier überall auf den Dächern der Hochhäuser angebracht sind, derzeit. 1 Uhr vom Hessischen Rundfunk. Nachrichten. Die irakische Hauptstadt Bagdad ist möglicherweise aus der Luft angegriffen worden. Korrespondenten mehrerer amerikanischer Fernsehanstalten berichteten, dass Flugzeuge über Bagdad aufgetaucht seien und die Luftabwehr das Feuer eröffnet habe. Es habe mehrere Explosionen gegeben. In Riyadh in Saudi-Arabien beobachteten Korrespondenten den Start amerikanischer AWACS-Flugzeuge mit Radar-Frühwarnsystemen. Außerdem wurden Großraumflugzeuge in Richtung Irak in Marsch gesetzt. Zuvor hatte der amerikanische Präsidentensprecher Fitzwater erklärt, ein Krieg könne jederzeit ausbrechen, nachdem Irak auch nach Ablauf des UN-Ultimatums kein Signal für einen Abzug aus Kuwait gegeben habe. Eine offizielle Bestätigung der amerikanischen Regierung für einen Angriff auf Irak gibt es bislang noch nicht. Was obviously of significance to a great many political leaders in the world, but for us it was no real Beaches Brook. We have been at a considerable... Die amerikanische Regierung hat bestätigt, dass ein Angriff auf Irak begonnen hat. Ein Sprecher des Weißen Hauses in Washington sagte wörtlich, die Befreiung Kuwaits ist angelaufen. Auch hohe US-Militärs in Saudi-Arabien berichten, US-Kampfbomber seien von Riyadh aus in Richtung Irak gestartet. Inzwischen meldete auch die britische Regierung einen Luftangriff gegen Irak. Die irakische Hauptstadt Bagdad wurde offenbar als erstes Ziel angegriffen. Mehrere amerikanische Fernsehkorrespondenten berichteten, es seien
Hessischen Rundfunk, Nachrichten. Mit einem Angriff der multinationalen Streitmacht auf Irak hat vor etwa einer Stunde der Golfkrieg begonnen. Der Sprecher des Weißen Hauses, Fitzwater, sagte in Washington, die Befreiung Kuwaits sei angelaufen. Zusammen mit den Streitkräften der Anti-Irak-Koalition hätten die amerikanischen Soldaten die Operation Wüstensturm gestartet, um die Aufträge des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen durchzusetzen. Fitzwater kündigte an, dass Präsident Bush in einer Stunde eine Rede an die Nation richten wird. Nach den Worten des amerikanischen Regierungssprechers Fitzwater ist der Luftangriff der multinationalen Streitkräfte nur ein Anfang in den geplanten militärischen Operationen. Die britische Bundestagsfraktion ist tief betroffen darüber, dass die Diplomatie nicht imstande war, die Krise in der Golfregion mit friedlichen Mitteln zu lösen, dass den Sanktionen nicht genügend Zeit blieb und dass dort jetzt die Waffen ihr Zerstörungswerk begonnen haben, dass dort viele Menschen bereits gestorben sind und weitere jetzt in dieser Minute sterben.